Der Gedanke kam eigentlich daher, dass wir eine Bäckereifiliale übernommen haben, die wirklich total verseucht mit Mäusen war. Und das Erste, was wir natürlich gemacht haben, damals noch mit meinem Vater zusammen, hingefahren, uns die Situation angeguckt. Es standen auch schon vom Vorgänger viele Boxen da und wir haben eigentlich nichts großartig anders gemacht, als hinzugehen und gesagt, gut, vielleicht tauschen wir den Wirkstoff mal aus gegen einen etwas stärkeren Wirkstoff. Vielleicht hat sich eine Resistenz eingeschlichen. Es hat einfach nicht funktioniert. Wir haben jeden Tag wieder einen Anruf bekommen, es wurden wieder Mäuse gesichtet und dann musste irgendwo eine Lösung her. Und ich habe mir überlegt, was kannst du machen, was hilft? Und habe recherchiert im Internet, bin dann auf euch gestoßen, hatte dann ja auch mal angerufen und es hat auch wunderbar funktioniert. In der ersten Nacht hatten wir bestimmt schon an die 20 Mäuschen auf den Schlagfallen drauf. Und als wir das dann mal zeigen konnten, dem Kunden wirklich, schau, wir sind jetzt hier heute, weil die Fallen ausgelöst haben und da wusste der noch nichts von diesen Mäusen, die auf den Schlagfallen drauf waren. Und konnten ihm jetzt gezielt die Boxen rausholen, hinter den Maschinen und überall und ihm das mal zeigen. Ja, seitdem sind wir da Dauergast, ne? Also der häufigste Anwendungsbereich bei uns für digitale Schlagfallen sind Lebensmittelhändler, wo du halt das Problem hast, dass du gegen Konkurrenznahrungen kämpfen musst, dass du aber auch schnell zum Zuge kommen musst, weil du es dir oft nicht erlauben kannst, dass die Maus oder die Ratte in diesem Laden lange ihr Unwesen treibt. Leider ist es ja mittlerweile so, dass immer sehr viel sehr schnell im Internet landet, viral geht und viele Lebensmittelhändler dann auch schon hingehen und sagen, hör mal, wir brauchen hier wirklich eine schnelle und saubere Methode, um so einen Befall in den Griff zu bekommen. Und das ist der große Vorteil, den ich dem Kunden halt immer präsentiere. Die Maus kann A, nicht mehr werfen, wenn sie trächtig ist, weil sie ist halt tot. Da passiert nichts mehr. Ich habe nicht das Problem, dass die Maus irgendwo in einer Zwischendecke verendet, dass du Sekundärschädlinge an dieser Maus hast, dass du Geruchsbildung hast, dass du dann 5 Tage oder später gerufen wirst, hör mal, hier haben wir Fliegen rumfliegen, hier haben wir einen Geruch oder sonst was. Sie kann nicht mehr entkommen. Und das haben wir halt wirklich bei diesen Akutmaßnahmen festgestellt. Du nimmst dir deinen Koffer, du kommst in den Laden rein, die Koffer sehen super cool aus, den stellst du hin, du baust deine Systeme auf. Im besten Fall hast du schon eine Push-Mitteilung am Abend, in der Nacht drauf, fährst am nächsten Tag hin, holst das tote Tier von der Falle runter und die Sache ist meist geklärt. Da hast du wirklich ein System auf den Markt gebracht, wo ich einfach sagen muss, es ist wirklich unkompliziert. Wir haben nicht nur junge Mitarbeiter bei uns im Team und da habe ich es wirklich das erste Mal gemerkt, wie gut die Systeme einfach sind. Weil es hat nicht lange gedauert, dass es wirklich von Mitarbeitern, die erstmal sehr anti gegen vieles, was neu, was Technik mit sich bringt, waren, aber dieses System einfach kennen und lieben gelernt haben, wenn ich es jetzt einfach mal so sagen kann, wo du ihnen einfach gezeigt hast, pass auf, du drückst hier auf das Knöpfchen, es blinkt, du spannst deine Fallen und dann ist die Arbeit damit getan.